So, in diesem Video Fehler MySQL Root Kennwort. Ja, was ist damit gemeint? Es ist eigentlich eine Reaction auf das letzte Video, wo wir den Root-User einer SQL-Datenbank einfach umbenannt haben, beziehungsweise uns einen neuen angelegt haben und den Root-User gelöscht haben. Viele möchten es nachvollziehen, die auch dieses Skript verwenden, was wir im Internet bei YouTube auch drinstehen haben, indem wir eine Docker-Umgebung erschaffen mit MySQL, PHP, Nginx, ein OS-Ticket-System haben wir noch drauf installiert und es verwenden anscheinend doch mehr als gedacht. An dieser Stelle kann ich einfach bloß nochmal darum bitten, lasst einfach mal ein Like bei YouTube da, damit man auch sieht, die Action von den Leuten, wie so ein Video ankommt oder wer es benutzt. Ein paar Kommentare in die YouTube-Zeilen wären auch ganz nett. So, was ist passiert? Die Anwender haben also ein Ticket bei uns aufgemacht, dass sie da nicht in ihre SQL-Datenbank als Root-User einloggen können. Das waren so ein Dutzend Tickets, die wir da reingekriegt haben. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben ein bisschen nachgegraben, bis wir drauf gekommen sind, es ist ein Karlauer, muss man einfach dazu sagen. Ja, es ist eigentlich ein schlechter Lacher, ein altes Ding, was man eigentlich kennt, was aber keiner eigentlich eingeht, weil es eigentlich, die damit arbeiten, die wissen das und ja, das hat eigentlich damit zu tun, Kennwörter, Sonderzeichen, Groß- und Kleinschreibung. String, Dollarzeichen ist ein ganz gefährliches Ding. Wenn ihr bei der Anlage des SQL Root Users ein Dollarzeichen in diesem Passwort drin habt, gibt es ein Problem, was man allerdings recht einfach auch wieder umgehen kann. Man muss es nur finden und erstmal rauskriegen. Und das möchte ich gleich mal ganz kurz an diesem Video erklären und zeigen, was passiert. So, auf die Schnelle eine Link-Anmeldung, eine Schummelanmeldung. 80. So, Anmeldung, Root. Und den Herrschaften passiert das. Die können also ihre SQL-Datenbank nicht einloggen. Man muss auch dazu sagen, normalerweise ist eine SQL-Datenbank angelegt, man hat seine Anwendung, die man braucht, und wenn man nichts updatet oder erweitert, bastelt man da eigentlich ja auch nichts mehr dran rum. Und in dem Fall passiert hier Folgendes. Dazu machen wir jetzt mal das erste Fenster auf, Laravel, gehen in das Project und holen uns die Docker Compose mal im Nano auf. Unsere Docker Compose, gehen wir mal ein bisschen runter. DB, hier kommt der Bereich, der uns interessiert. Und um genau zu sein, ist es dieser Block hier, in der die Sache mit den SQL-Usern und den Passwörtern passieren. MySQL Database, da wird die Tabelle gesetzt, wie die Datenbank heißen soll, die angelegt wird, wenn diese SQL-Datenbank erstellt wird. Solltet ihr eine bestehende Datenbank haben, bringen euch hier eure Änderungen gar nichts. Nee, ihr könnt hier kein Root-Passwort irgendwie im Skript irgendwie mal schnell ändern. Nee, das geht nicht. So, für diese MySQL Database gibt es dieses Passwort und diesen User. Das ist in der Docker Secret Datei definiert, die wir uns auch gleich anschauen. Und an dieser Stelle hier wird unser MySQL Root Passwort gesetzt. Und da ist das Problem, dass da in der Regel in Docker drin ein Dollarzeichen drin ist, beziehungsweise ihr einfach generell das falsche Kennwort habt. Dazu schauen wir uns mal kurz diese Event-Datei an, die wir verwenden. Das ist hier, und zwar haben wir jetzt hier unseren Bereich. Da ist die Datenbank definiert im obersten Level hier, das ist die Datenbank. Dann der User für die Datenbank heißt Laravel User und das Passwort wird einfach nur gesetzt auf Passwort. Ich vereinfache euch das jetzt mal. Wenn ihr das Dollarzeichen-Problem habt, dann habt ihr jetzt zum Beispiel hier etwas drinstehen. Also generell habt ihr hier einfach generell immer euer Passwort. Das heißt, wenn ihr ein anderes Passwort zum Einloggen verwendet habt, dann ist klar, dass ihr den Fehler bekommt.
Alternative Nummer 2 ist, ihr habt hier drin stehen, ich mache es jetzt mal so, Passwort $Mike. Da. Was passiert jetzt, wenn ich das hier anlegen lasse? Dann wird die SQL-Datenbank angelegt. Und zwar nicht mit dem kompletten Kennwort hier, sondern nur mit diesem Kennwort. Der Bereich $Mike wird weggelassen. Das heißt, ihr müsst euch das so vorstellen. Ja, machen wir mal was anderes. Bearbeiten, kopieren. Root-Passwort. Einfügen. So würde das umgesetzt werden. Hier würde drin stehen Passwort. Das hier definierte $Mike, was dahinter steht, wird weggelassen. Das heißt, wenn ihr jetzt hier eingibt Passwort, das kann man jetzt leider nicht anzeigen lassen, dann mache ich jetzt ein $Zeichen, dann schreibe ich den Mike, habt ihr das falsche Kennwort. Weil bei der Umsetzung wird ab dem $Zeichen das weggelassen. Das ist der Karlauer. Bei SQL ist es so, Passwort ist so nicht mit $Zeichen zu verwenden in SQL. Also wenn ihr das gemacht habt, dann lasst einfach das $Zeichen mit allem, was dahinter kommt, weg und ihr habt das richtige Kennwort. Alternativ gibt es natürlich die Möglichkeit, das auch hier im Anführungszeichen zu setzen, wie man es macht. Ist eine Alternative, wo man ausweichen könnte. Dann könnte man das auch umgehen. Also wie gesagt, hier findet ihr euer Kennwort. Wenn ihr ein $Zeichen drin habt, verwendet ihr einfach das Passwort und lasst alles hinter dem $Zeichen weg. Und solltet ihr generell das Passwort vergessen haben, findet ihr es in dieser Event-Datei von Docker. Gehen wir schon mal raus. Nein, nicht speichern. Und diese Datei findet ihr eben in eurem Docker-Verzeichnis unter .event. Ist die Docker-Secret-Datei und da könnt ihr das mit dem Kennwort nachblättern. Wie gesagt, das einfach umgehen, auch nachträglich ändern, das Kennwort dann in Anführungszeichen zu setzen, hat keinen Sinn. Diese Definition hat nur Auswirkungen, wenn eine neue Datenbank erstellt wird, aber nicht auf eine bestehende. Wenn ihr eine bestehende habt, müsst ihr an das Kennwort wieder drankommen. So ist die Geschichte. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ihr Probleme habt bei der ganzen Geschichte, falls es doch ein bisschen zwickt, die KSC LLP übernimmt gegen Auftrag ohne Vertragsbindung für 25 € die Stunde gerne Fehlerbehebungen oder solche Sachen hier, wie genau sowas zu beheben. Wir machen auch Konfigurationen für Privat- und für Geschäftskunden, Netzwerke, Docker, MySQL ist dabei, Virtualisierung machen wir und so weiter. Kontaktformular findet ihr unten in der Videobeschreibung und ansonsten wünsche ich euch noch einfach einen schönen Tag. Tschüss, bis bald.